Hi zusammen, wir machen heute No-Bake Kirschschnitten. Kirschschnitten. Sag das mal dreimal hintereinander. Sag mal dreimal. Kirschschnitten, Kirschschnitten, Kirschschnitten. Kirschschnitt. Das Wort wird dann zu Kirschschnitten. Wir machen auf jeden Fall Kirschschnitten. Ja, ne? Und zwar No-Bake. Ich habe mich voll damit befasst gerade, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, wie soll ich das Rezept nennen? Kirschschnitten ist voll der Zungenbrecher. Egal, wir machen jetzt Kirschschnitten. Dafür, ich lege direkt los, weil das auch ein sehr schnelles und ein praktisches Rezept ist. Dafür nehmt ihr euch Butterkekse, malt die klein oder alternativ nehmt ihr auch einfach ein Nudelholz mit einem Gefrierbeutel, genau, das funktioniert auch immer wunderbar. Gebt da geschmolzene Butter dazu und das ist unser No-Bake-Boden. Jetzt habe ich hier, das kennt ihr schon von mir, meinen Backrahmen und unten drunter meinen Kuchenheber. Das ist immer so das perfekte Konstrukt für mich. Und da gebe ich jetzt meinen Keksboden rein und drücke den schön flach an. So, der Boden ist ready, den gebe ich ganz kurz zur Seite. Und hier habe ich schon mal alles für meine Creme bereitstehen. Das ist jetzt eine Creme, die ich sehr, sehr mag, nämlich bestehend aus Sahne, Mascarpone und Doppelrahmfrischkäse. Ich wollte gerade eigentlich runter zeigen. Nein, brauchst du noch nicht zeigen. Ich wollte nur kurz was sagen. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht. Das Rezept, da habe ich mir erst überlegt, machst du eine Puddingcreme? Da habe ich gesagt, nee, da muss man warten, bis es abkühlt und. Das soll ein schnelles, einfach so ein leckeres Rezept werden. Und der Schnelligkeit halber, genau, mache ich jetzt diese Creme. Momentchen, Leute. Da, das hatte ich nämlich vergessen. Und da gebe ich jetzt alles in meine Küchenmaschine und schlage das dann erst langsam, dann immer schneller werden. Und dann müsst ihr ein genaues Auge drauf haben. Dann seht ihr nämlich, wenn es soweit ist, dass die Sahne auch fest ist und nicht zu viel, also nicht zu viel schlagen, sonst überschlagt ihr es und dann gerinnt die Creme. Und währenddessen natürlich auch schon Sahne fest einrieseln lassen, damit es auch richtig schön fest wird. Und generell ist es mal super, wenn ihr zum Beispiel Mascarpone oder Frischkäse als Bestandteil einer Creme verwendet, weil dann ist sie eben auch schneller schnittfest und bleibt dann auch schnittfest. Anders als jetzt zum Beispiel Quark oder sowas. So, und jetzt gebe ich die Creme einmal auf den Boden und streiche sie richtig schön glatt. So, ich säuber den Rand jetzt noch für die Kirschen gleich. So, jetzt kommt der krönende Abschluss, nämlich unsere Kirschen. Und da habe ich jetzt die Kirschen aufgefangen. Ich habe ganz einfach Kirschen aus dem Glas genommen. Die braucht ihr gleich erst und den Saft hier in einen Topf gegeben. Der Herd ist noch aus, da gebe ich jetzt ein bisschen Zucker dazu. Wenn der Saft euch schon zu süß ist oder süß genug ist, dann lasst ihn einfach weg. Ich gebe da auch noch ein bisschen Vanille mit rein. Einfach für das Aroma, damit es nochmal richtig schön durchkommt, der Vanillegeschmack. Und dann benutze ich heute Agar-Agar. Das ist pflanzliches Geliermittel. Das kennt ihr bestimmt schon aus meinen anderen Videos. Das könnt ihr dann anstelle von Gelatine zum Beispiel benutzen. Davon gebe ich jetzt auch etwas hier rein. Rühre das um, schalte dann den Herd ein und lasse das 2 Minuten lang sprudeln, kochen. Und danach rühre ich erst die Kirschen unter, damit die nicht so matschig werden. Und die Kirschmasse am besten nochmal 15 Minuten lang einfach stehen lassen, damit es so ein bisschen runterkühlen kann, damit die jetzt auch nicht ganz so heiß auf die Sahne kommt, sonst flockt das und dann habt ihr eben kein schönes Ergebnis mehr. Und das gebe ich jetzt ganz vorsichtig auf die Oberfläche. Ich habe jetzt noch mal alles zusammen für 1 Stunde in den Kühlschrank getan. Jetzt ist oben die Schicht natürlich fest, die Creme ist etwas fester und ich würde das Ganze jetzt einmal herauslösen mit meinem Backformlöser. Ihr könnt das Ganze auch am Vortag zubereiten und dann die ganze Nacht in den Kühlschrank stellen. Falls die Frage aufkommt, hier schon mal die Antwort. Das Ganze hält sich 3 Tage lang, wenn ihr das im Kühlschrank kühlt. Ich liebe diesen Moment. Wie hübschi! Richtig schick. Perfekt. Das ist richtig hübsch. So, ich lasse mir jetzt ein Stückchen schmecken zusammen mit Hamza. Er hat nämlich gerade Kaffee gemacht, richtig schön frischen. Und wir lassen den Abend jetzt ausklingen. Euch ganz viel Freude beim Nachmachen. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was für Rezepte ich euch als nächstes zeigen soll. Und genau, die ganz genauen Mengenangaben stehen hier unten in der Videobeschreibung. Das auch nochmal als Hinweis. Hamza, hast du noch was zu sagen?
Ich will probieren. Ich auch. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Richtig lecker. Unbedingt nachmachen. Ciao.